Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Diesmal geht's weiter mit Java und zwar einem ganz geilen Thema, nämlich Encoding. Ich dachte mir, ich zeige euch mal, wie man zum Beispiel irgendwas, egal was, komprimiert und dadurch halt haufenweise Speicherplatz spart, wenn man es jetzt irgendwo speichern würde auf der Festplatte, und wie das funktioniert und in dem Zusammenhang dann auch noch was über Wrapper-Klassen, und für was man die braucht. Und damit fange ich jetzt auch an. Und zunächst mal, ich habe hier schon ein bisschen was erstellt. Hier eine Main-Klasse mit einer Main-Funktion drin und eine Encoder-Klasse, die einfach einen dekodierten String und einen enkodierten String hält, die beide momentan noch nicht gesetzt sind natürlich. Und eine Wrapper-Klasse habe ich auch erstellt, die erstelle ich jetzt aber gleich nochmal mit euch zusammen. Und deswegen lösche ich die hier gerade auch nochmal. So, die Wrapper-Klasse nenne ich einfach mal Wrapper, also mit W vorne dran bitte. Und bei mir ist es so, ich möchte eine Wrapper-Klasse haben für eine Funktion, die werde ich hier drin schreiben. Ähm, Sagen wir mal einfach, ich will in einer Funktion einen Integer und einen weiteren Integer zurückgeben, also quasi zwei Integer oder auch ein Integer und ein Short oder ein Integer und ein String, ist egal was. Und deswegen benutze ich diese Wrapper-Klasse. Also ich gebe einen Wrapper zurück und ja, Public Wrapper, wie nenne ich die Funktion? Encoded, so, oder Encode, nimmt gar nichts, weil sie arbeitet auf dem upsala, String, den ich hier drin habe, auf dem decodierten String, den möchte ich ja benutzen. So, und jetzt muss ich natürlich erstmal diese Wrapper-Klasse implementieren, die ist eigentlich total simpel. Die hält einfach einen Integer, nicht einfach mal Amount, ihr werdet später sehen warum, und noch ein Integer, oder auch ein Short. Ne, nehmen wir einen Short, damit wir sehen, wofür es gut ist. Ansonsten könnte ich auch einfach ein Array benutzen, deswegen wäre es ein bisschen doof. Also ein Short mit der Zahl drin. So, und mehr nicht. Jetzt erstelle ich mir hier einen New Wrapper. Wrapper W gleich New Wrapper. Und setze bei diesem Wrapper W die Anzahl vorläufig mal auf null. Und den Character setze ich auch auf null. Beziehungsweise die Zahl setze ich auch auf null. Und jetzt gebe ich den natürlich noch zurück. Return W. So, momentan passiert hier noch gar nichts drin. Das wird jetzt alles hier passieren. Aber wir sehen, wir können in einer Funktion somit auch mehrere Werte zurückgeben. Also wir sind nicht beschränkt. Wir können hier Klassen zurückgeben, die einfach zig Werte halten. Und machen gleich mal weiter. Wir wollen ja hier Strings encodieren. Äh, Das heißt, wir erstellen uns hier einen neuen Encoder. Na, so. Nehmen den E ist gleich New Encoder. Und ich möchte diesem Encoder einen String überliefern. Sagen wir mal, ich bin ein String. Punkt. Okay, so. Jetzt habe ich natürlich hier den Fehler, dass ich im Konstruktor noch nichts gemacht habe, beziehungsweise noch nicht mal einen erstellt habe. Und deswegen sage ich einfach mal this.decoded, also der dekodierte String ist der Eingabestring. Das ist ja klar, weil ich gebe ja nichts Enkodiertes rein in den Encoder. Ein Decoder wäre es jetzt andersrum, da gebe ich den enkodierten String rein und der dekodierte wird ausgegeben. So, und this.encoded ist gleich this. So, und die nenne ich jetzt toBinary, die Funktion. Da möchte ich nämlich noch eine extra Funktion schreiben. Und ihr seht auch schon, was ich machen möchte. Nämlich, ich möchte, dass unser enkodierter String vorerst mal ein Binärstring ist. Das heißt, ich wandle erstmal unseren dekodierten String, also unser Eingabestring, in einen Binär, ja, in Binärziffern um. So, ähm, und deswegen fange ich da gleich mal mit an. String Binary gleich. Und dazu gibt es eine extra Klasse von Java. Damit kann man dann natürlich auch die Strings reinpacken. Also die nimmt das automatisch. So, jetzt sage ich einfach this.decoded .getBytes.
Und das ist ein Byte Array. Und durch dieses Byte Array wird hier eben ein Big Integer erstellt. Und mit diesem Big Integer kann ich eben dann sagen, ich möchte ihn als String haben, damit ich das auch wirklich als Binary hier habe. Und dann kann ich natürlich noch das Ganze, also das ist momentan ein ja, Byte Array sozusagen, kann man sich das vorstellen. Also eigentlich noch nicht binär, aber was man mit einem Byte Array Schönes machen kann, ist, man kann ich nenne den jetzt einfach mal Text 2, man kann ein Byte Array, jetzt habe ich schon vorgegriffen, blöd. Man kann diesen Big Integer in Byte Array umschreiben. Also hier New String und da rein packe ich den New Big Integer, Big Integer. Und hier möchte ich Binary drin haben, also das ist ja auch der String. Und jetzt sage ich hiermit, ich möchte, weiß nicht, ob es hier steht, schade. Ich möchte nur Ziffern von 0 bis 1, also zwei Ziffern benutzen. Und das ist das Coole halt dran. Beziehungsweise ich habe nur Ziffern von 0 bis 2 benutzt. Hier muss auch noch eine 2 rein, deswegen. So. Also ich gebe hier quasi durch diesen Big Integer toString Methode, sage ich möchte hier drin nur Ziffern von 0 bis 1 benutzen, also zwei Stück an der Zahl. Und hier sage ich habe nur zwei benutzt in meinem Binärstring hier. Und gibt es als Byte Array wieder da rein. So. Und jetzt kann man das natürlich auch noch angucken. Also das ist quasi die Rückkonversion, damit wir sehen, was da passiert ist. Und ich habe das hier mal schön als Ding schon vorbereitet, damit man auch gleich mal angucken kann, was da überhaupt passiert ist. So, momentan returnen wir hier nochmal, das sollte sich natürlich ändern. Wir möchten ja wir möchten hier den encodierten String haben. Also das hier ist quasi die Rückkonversion und die Codierung, die Rückkodierung und die Codierung in einem. Momentan mal vorläufig. So, und jetzt möchte ich hier einfach mal e. Ach, wobei, eigentlich reicht es, wenn wir den Konstruktor aufrufen, weil hier im Konstruktor geben wir schon die Methode rein und dann geben wir hier beides mal aus. So, also, wir sehen, der Text, den ich eingegeben habe, ist, ich bin ein String, Punkt. So, das ist hier unten, ist das wieder. Das heißt, die Rückkonvertierung hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Das hier. Das ist der Text 2, das ist das untere, wo ich hingeschrieben habe, as Text. Und dann eben hier Text 2, das heißt, das hier hat funktioniert. So, das ist also das hier. Und jetzt oben haben wir angefangen mit dem Binär. Und das ist der ganze Kram hier. Ist ein Riesending, glaubt man erstmal nicht dran, dass es irgendwie effizienter wäre, das zu speichern, aber ist es tatsächlich, jedenfalls noch nicht, aber gleich wird es sein. So, wir haben hier einen Big Integer bekommen durch this.decoded, also unseren dekodierten String, den wir hier reingeliefert haben. Da drin haben wir die Bytes bekommen und haben den wieder in String umgewandelt, damit wir den hier in String speichern können und hier ausgeben können. Das heißt, es ist quasi einfach die Bytes bekommen. Ja, mehr ist es nicht. So, also 0 bis 7 einschließlich. Und dann haben wir hier halt noch gesagt, wir möchten nur Ziffern von 0 bis 1 haben. Und ja, das war's auch schon. So, jetzt wollen wir das aber ein bisschen anders haben. Und zwar, wo haben wir es denn? Hier möchten wir natürlich auch noch haben, dass wir das ganze Ding weiterverarbeiten können. So. Also wir haben den hier, wobei, das kann man sich eigentlich sparen. Hier, was mache ich denn? Die beiden kann man jetzt hier rauslöschen, die wollen wir ja so nicht sehen. Wir wollen ja, also das ist jetzt quasi eine Binärdarstellung des Strings, das brauchen wir aber so an für sich nicht. Den hier brauchen wir natürlich auch nicht, weil das war ja nur zum Anschauen, dass es auch funktioniert hat. Wir haben hier eben den String als binär dargestellt, hier oben, und wollen dieses Binär jetzt möglichst effizient speichern. Und dazu haben wir hier unten die Methode encode. So, und mit dieser Methode encode wollte ich euch jetzt eben zeigen, was da passiert.
Und dazu nehmen wir uns wieder diesen New Big Integer. Also erstmal schreiben wir uns ein Big Integer hier rein. Big Integer ähm, Byte Array oder Bytes gleich New Big Integer Binary. Achso, Binary haben wir jetzt nicht mehr, deswegen nehmen wir this Punkt upsala, encoded, weil das haben wir hier so gesetzt. Aktuell noch. Das wollten wir zwar nicht so setzen, aber ja. So. Und jetzt haben wir hier in diesem Bytes drin quasi immer abwechselnd eine 1, oder nicht abwechselnd, aber immer mal wieder Einsen und Nullen stehen. So, und jetzt können wir uns doch einfach folgendes Konzept überlegen. Wir wollen das Ganze möglichst klein speichern. So, jetzt speichern wir uns doch einfach immer hier vorne. Kommt eine 1, dann kommen zwei Nullen, dann kommt wieder eine 1, dann kommen wieder zwei Nullen und hier kommen sogar mal 1, 2, 3, 4, 5 Nullen hintereinander und hier kommen sogar noch mehr. Und das wollen wir uns jetzt so speichern. Das kommt halt auch auf die Darstellung an, also auf den Binärteil, wobei wir das eigentlich auch über den Encoded String machen könnten. Das kommt natürlich auch auf den Binärstring drauf an, wie gut es dann oder wie viel weniger Speicher da gebraucht wird. So, und jetzt iterieren wir, ich habe das mal wieder weggemacht, weil wir das einfach auch über den Encoded String machen können. Und jetzt nehmen wir uns eine Array-Liste an Wrappern und packen die hier rein. Also wir geben hier keine Wrapper zurück, sondern eine ganze Liste an Wrappern. Wenn ihr das Video über Listen nicht gesehen habt, solltet ihr euch das mal angucken, damit ihr wisst, wie die Listen funktionieren. Generell mal und damit ihr wisst, wie Java die Listen benutzt. So, hier packen wir auch nochmal Wrapper rein und fertig. Okay, wir müssen sie hier oben schon mal instanzieren, damit wir das hier benutzen können. So, und jetzt sagen wir hier while encoded Punkt get ne, blöd. Wir setzen uns hier oben erstmal in einen char char c gleich encoded Punkt get Punkt char add. So, jetzt fangen wir mit 0 an und wollen quasi über die Chars drüber iterieren. Und das machen wir nicht mit einer While-Schleife, das habe ich gerade verwechselt. Ich bin irgendwie momentan mehr in C++ drin, weil wir das in der Uni machen müssen. So, jetzt sagen wir int i gleich 0, i kleiner encoded Punkt, ja, so heißt es, length, also quasi über die Länge des Strings iterieren wir drüber und wir wollen, dass i immer größer wird. Und jetzt können wir das natürlich hier unten auch hier reinpacken, indem wir einfach sagen, wir nehmen uns den char immer an der Stelle i, erstellen uns einen neuen Wrapper und sagen, beziehungsweise erstellen uns keinen neuen Wrapper. Upsala, Entschuldigung, ich bin ans Mikro gestoßen. So, und jetzt wollen wir quasi in diesen Wrapper jedes Mal die Anzahl erhöhen, wenn das nachfolgende Zeichen dasselbe ist. Und das Zeichen ändert sich bloß, also wir erstellen jedes Mal ein neues einen komplett neuen Wrapper, wenn sich das Zeichen ändert hier. So, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen tricky, das heißt, wir müssen hier innen drin auf jeden Fall noch eine Schleife machen, weil wir können ja hier nicht jedes Mal wieder einen neuen Wrapper erstellen, wenn wir einfach einen neuen Buchstaben haben. Das wäre quasi falsch. So, und deswegen schreibe ich jetzt hier nochmal eine While-Schleife hin. Ups, schon wieder vertippt. So, und hier möchten wir jetzt dann sagen, weil weil der aktuelle Buchstabe derselbe Buchstabe ist wie der davor, das heißt, wir brauchen das innen und außen hier. Immer wenn der Buchstabe draußen, also der davor kommt, derselbe Buchstabe ist wie der dahinter kommt, dann aktualisieren wir hier unseren Wrapper und erstellen überhaupt keinen neuen. Ansonsten, beziehungsweise eigentlich können wir das auch mit einer if machen, ansonsten, ne, können wir nicht mit einer if machen.
Ansonsten springen wir hier quasi raus und gehen hier wieder in die For-Schleife rein. Also, wir sagen while c gleich, also while, solange c gleich ist wie der nächste char, und deswegen kopiere ich das jetzt mal hier oben rein, solange der nächste char, der aktuelle char gleich ist wie der nächste char, also i plus 1, wenn der gleich ist, dann wollen wir hier, Sekunde, Klammer schließen, ich mache das immer gerne gleich, ähm, dann wollen wir hier keinen neuen Wrapper erstellen. Das machen wir hier draußen übrigens. Das habe ich noch nicht umgeschrieben. So, das ist quasi die Initialwerte, die sollten wir auch draußen setzen. So, und jetzt schauen wir hier erstmal, solange wir denselben Buchstaben haben, also C ist der Buchstabe an der Stelle I, und dann hier encoded.char at i plus 1, das heißt wir gucken uns den Char an der Stelle i plus 1 an. Solange die dieselben sind, machen wir keinen neuen Wrapper. Das heißt, wir setzen die Amount 1 höher, setzen aber auch i 1 höher, weil wir wollen ja dann den Char nicht nochmal angucken, sonst kommen wir ja hier nicht mehr vorwärts. Also das heißt, wir setzen die Amount 1 höher und den Dings 1 höher, aber hier das Digit bleibt natürlich gleich. Das ist ja immer das, was an der Stelle i ist. Also hier char at i ist ja quasi Digit. Deswegen könnte ich hier auch char schreiben. Ich glaube, das mache ich sogar mal. Auch wenn es nicht ganz so effizient ist, aber das könnte sogar passen. Äh, und das interessiert ihn nicht mal. Das gibt mir nirgends einen Fehler, ist ja interessant. Das heißt, das können wir gleich mal hierher machen. Also wir setzen unser Digit auf C, wir setzen unsere Amount nicht auf 0, sondern wir haben ja schon einen gefunden, deswegen setzen wir sie direkt auf 1. Und jedes Mal, wenn wir hier einen finden, erhöhen wir unser i und erhöhen unsere Amount um 1. So, und was haben wir jetzt hier gemacht? Ach ja, genau. Und dann wollen wir noch hier nicht unbedingt einen Wrapper zurückgeben, wir können das auch einfach als Void umschreiben, sondern wir können hier ganz einfach diesen Wrapper, den wir hier dann erstellt haben, so, wenn es keine weiteren mehr gibt, dann fügen wir dem doch einfach, ja, dann fügen wir den Wrapper doch einfach dieser Liste hinzu. So, das heißt, wir packen jetzt unseren Wrapper, also hier erstmal, wir finden wenn ich jetzt hier anfange mit diesem String, dann gehen wir hier rein, gehen über die ganze Länge drüber, sagen i ist erstmal 0, finden einen Char an der Stelle 0 erstmal, also diese 1 hier, sagen, wir erstellen einen neuen Wrapper, setzen die Anzahl, die wir gefunden haben, also die Anzahl an Einsen auf 1 erstmal, weil wir hier eine 1 gefunden haben, setzen das Digit auf 1 und gucken dann, ist der nächste gleich? Nö, ist er nicht, also gehen wir hier überhaupt nicht rein in diese While-Schleife und fügen diesen Wrapper unserer Liste hinzu. So, dann gehen wir hier auf diese 0, kreieren einen neuen Wrapper, setzen die Anzahl auf 1, setzen das Digit auf 0 und ja, dann tun wir hier eben gucken, ist der nächste Buchstabe, also der hier, ist es auch eine 0? Ja, es ist eine 0, also setzen wir die Anzahl an Nullen auf 1 plus 1, also auf 2 und erhöhen unser i, weil wir den Buchstaben nicht nochmal angucken wollen, hier oben in unserer Vorschleife. Aber jetzt kann es natürlich passieren, dass wir hier am Ende sind und wir wollen angucken, ist es da hinten, ist der Length plus erste, also der Buchstabe, der eigentlich schon draußen ist es auch noch was. So, und jetzt deswegen, das wird uns einen Fehler geben, ziemlich sicher. Deswegen muss man hier natürlich noch was reinpacken, was Sicherheit gibt. Also sowas wie ist i plus 1 kleiner als encoded.length, damit wir nicht über die Länge drüber iterieren. Und das verknüpfen wir dann mit einem und, weil wir ja beide Bedingungen wahr haben wollen. Weil wenn es nicht länger ist, wenn es zu klein ist, wenn es zu groß ist, dürfen wir nicht darauf zugreifen. Wenn es aber nicht diese Bedingung erfüllt, macht es überhaupt keinen Sinn, hier weiterzugehen. So, und das müsste eigentlich sogar passen jetzt. Und jetzt haben wir sozusagen eine encodierte Version davon und die kann man hoffentlich effizienter speichern oder auch nicht. Kommt auf die Repräsentation an, beziehungsweise wie viel wir natürlich brauchen. So, ähm,
Gut, das wäre das Encoden. Das können wir jetzt natürlich so nicht ausgeben. Wir können jetzt aber unserem Wrapper noch eine ToString-Methode geben. Und das ist das Tolle daran. Wir sagen hier einfach ToString. Ja, doch, perfekt, passt. Dankeschön. So, ToString. Und hier sagen wir jetzt einfach int i gleich 0. Das ist quasi jetzt unser Dekodieren, unser einfaches Dekodieren. I kleiner. So, und jetzt sagen wir, wir haben hier die Anzahl gegeben. Also wir wollen kleiner gleich sogar haben. Amount i plus plus. Und dafür brauchen wir natürlich erstmal einen String. Return gleich der leere String. Und dieser String wird jetzt einfach jedes Mal um das Digit erweitert, solange bis wir bei, nicht kleiner gleich, sondern kleiner, wir fangen ja bei 0 an, Entschuldigung. Und jedes Mal packen wir einfach so ein Digit hinten dran. Das heißt, wir machen das so. Und dann geben wir natürlich am Ende noch unser String zurück. Und gucken uns mal an, was hier passiert. So, wir haben jetzt unsere Encode-Funktion, wir haben die Binärfunktion, damit wir unseren String umwandeln. Wir haben den String noch nicht richtig gesetzt. Doch, haben wir. Wir müssen hier oben nur noch... Ups, was habe ich getan? Wir müssen hier oben noch schreiben, this.encode. Gibt ja nichts zurück, aber die setzt unsere Liste hier. Und ja, jetzt müssen wir hier einfach noch schreiben. Wir müssen jetzt quasi, also wir haben hier eine Liste an Wrappern. Und die Wrapper geben es zwar richtig aus, aber wir müssen jedes Element der Liste ausgeben. Also for int i gleich 0, i kleiner e.list. Wie hieß das? Size? Ja. Guck mal mit den ganzen Methoden irgendwann mal durcheinander. Manche heißen Length, manche heißen Size, warum auch immer die das so gemacht haben. Und jetzt geben wir hier einfach immer den e.list.get an der Stelle i.toString wollen wir ausgeben. Deswegen machen wir da einfach ein sysout. Aber Vorsicht, wenn wir jetzt hier sysout println machen, haben wir ständig neue Zeilen, das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, wir machen einfach nur print. So, und dann schauen wir uns das doch mal an. Gut. So, ihr seht jetzt also, wir wandeln unseren Decoder, wir wandeln unseren Eingabestring erstmal um in einen Binärstring, diesen encodierten hier. Und den encodierten tun wir dann hier in diese Wrapper-Liste reinpacken, damit es möglichst klein ist und damit wir die ausgeben können, brauchen wir natürlich diese ToString-Methode. Das ist diese Encode-Funktion. Und rauskommt tut einfach wieder genau dieser Binärstring hier. Und binär ist eigentlich quasi unkodiert. Das ist ja ein Einzeiler, das wieder rauszubringen. Deswegen kopiere ich das gerade mal noch hier rüber. Wir wollen das jetzt als String haben. Als ein String, damit wir es auch wieder lesen können. Erstmal so. Und dem tun wir dann hier nicht ausgeben, sondern wir tun das immer draufpacken. Und also so quasi so tun wir immer den aktuellen Wrapper auf unseren Komplettstring drauf addieren, sonst hätten wir für jeden Buchstaben oder halt für jede Ziffer hier, wo sich mal was ändert, hätten wir einen neuen String, wo wir beachten müssten. Und aus einzelnen Nullen und Einsen, also quasi hier aus der einen Eins können wir keinen Buchstaben rauslesen, deswegen brauchen wir das alles aneinandergereiht. So, und jetzt kann man hier einfach schreiben, das hieß Text, das ist quasi das von vorher, was ich euch schon gezeigt hatte. Und jetzt hätte ich hier gerne ein sysout davon. So, und mal gucken, was jetzt passiert. Ach ja, ein Error. Ach, ups. Hier müssen wir es natürlich auch noch importieren, sonst funktioniert da gar nichts. Und wir haben wieder unseren Eingabestring. Was haben wir jetzt gelernt? Wir haben den Satz ich bin ein String kompliziert encodiert mit dieser Methode hier, kompliziert wieder dekodiert oder auch nicht so kompliziert und dann wieder ausgegeben, dass wir ihn auch lesen können.
diese Zwischendarstellung hier, die Binärdarstellung, ist natürlich das, wie es beim Computer innen drin sowieso aussieht. Aber diese Wrapper-Darstellung, so können wir das theoretisch effizient speichern. Und so werden übrigens auch zum Großteil Bilder komprimiert. Teilweise sind da nämlich Tausende an Nullen hintereinander. Und wenn man dann 1000 Nullen wirklich hintereinander speichert, dann ist es natürlich nicht sehr viel effizienter, beziehungsweise nicht sehr effizient. Und wenn ich dann einfach schreibe, ich habe 1000 Nullen hintereinander, das ist genau das, was wir hier in diesem Wrapper gemacht haben, dann ist es doch deutlich besser, also komprimierter. Ja, und dann haben wir hier eben wieder encodiert und das war es auch schon. Wieder dekodiert in unserer Main-Funktion und das war es dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist eine erste, quasi ein Einsteigervideo gewesen für Codierung. Wenn ihr dazu mehr sehen wollt, dann schreibt es mir bitte einfach in die Kommentare. Dann mache ich vielleicht noch was zu Huffman Codes. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch was. Bis dann, ciao.